Spezial-U-Boote für die Basis 211 Neuschwabenland in der Antarktis. Die Entwicklung modernster U-Boote, die absolute Überlegenheit auf See erzielt haben. Diese Boote konnten nicht nur länger unter Wasser bleiben, auch konnten sie insgesamt länger operieren. Wir konnten 6 Wochen unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen, und hatten einen Aktionsradius von ein Dreivierteljahr, ohne verseucht zu werden. Sie konnten auch wesentlich tiefer tauchen als alle U-Boote vor ihnen. Wir haben ja die Tieftaucherprobung gefahren, bis auf 400 Meter. Auch waren sie mit modernster Waffentechnologie ausgerüstet. Torpedos konnten tief unter Wasser abgefeuert werden, die dann über modernste Computertechnologie blind ihr Ziel fanden. Und sie sollten weitere Innovationen erhalten, die den U-Boot-Krieg wesentlich revolutionierten. Zur höheren Effizienz wurden sie mit eigens entwickelten Kleinstdrehflüglern ausgestattet und bekamen zur Verteidigung gegen angreifende Schlachtschiffe eine der modernsten Waffentechnologien des Zweiten Weltkrieges. Fortan sollten sich U-Boote gegen Kriegsschiffe mit Raketen, die unter Wasser abgefeuert werden konnten, verteidigen. Diese Raketen wurden automatisch bei Ortung abgeschossen, verfolgten die elektroakustischen Wellen und vernichteten das Schiff an der Oberfläche. Man hatte einen Weg gefunden, die U-Boote nahezu auf Schallgeschwindigkeit zu bringen, weit über 5000 km/h, wie Wissenschaftler der Moderne errechneten. Dieser Antrieb soll auf Viktor Schauberger zurückführen, der bereits in den 1940er Jahren ein geheimes Patent darauf angemeldet hatte. Dieses Patent wurde nach Neuschwabenland verbracht. Diese Technologie, oder besser gesagt die Physik dahinter, bezeichnet man als Superkavitation. Und diese wird in den modernsten Waffensystemen der Welt eingesetzt. Wie weit diese Technologie fortgeschritten ist, steht unter strengster Geheimhaltung. Eine schlagkräftige Offensivwaffe, die ebenso schlagfertig als Defensivwaffe eingesetzt werden konnte. Diese Hochtechnologie soll dem Zweck der Verteidigung einer Basis tief unter dem ewigen Eis gedient haben. Nur deswegen erhielt Admiral Dönitz die Rückendeckung Hitlers für immer neue U-Boot-Typen und man stellte deswegen sämtliche Marineprojekte ein, um genug Ressourcen für die modernen U-Boot-Typen bereitstellen zu können. Ein Boot, was nicht nur eigene Wärme, Wasser und durch modernste Lüftungstechnik eine ausgezeichnete Atmosphäre für die Besatzung schuf, sondern sich auch durch ihre Tarnkappeneigenschaft dem feindlichen Sonar entziehen konnte. Eine perfekte Waffe für die Verteidigung und den Angriff betrat die Schlachtfelder zukunftsweisender Kriege. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die deutsche Entwicklung von U-Booten und dem revolutionären Wasserstoffantrieb, der auch als Walter-Antrieb bezeichnet wird. Die Versuche, neue und modernere U-Boot-Typen zu entwickeln, fingen bereits Anfang der 30er Jahre an. Besonders der Versuchstyp von 1934 erinnert stark an die modernsten und besten U-Boote dieser Welt. Walter gab diesem Boot die Bezeichnung US-Boot W5058. US steht für Unterwasserschnellboot. Diese Pläne wurden erbeutet und auf ihnen beruhen die modernsten U-Boot-Typen der Welt. Doch die Alliierten benötigten noch viele Jahre, um diese Technologie zu verstehen. Besonders starke Ähnlichkeit weist die sowjetische Akula-Klasse Projekt 971 auf. Außerdem weisen nahezu alle US-U-Boot-Klassen eine identische Bauweise des Rumpfes auf. Hier legten die deutschen Ingenieure einen Meilenstein der U-Boot-Entwicklung, der aber erst Jahrzehnte später seinen Durchbruch fand. Doch nun zu dem Walter-Antrieb. Dieser Antrieb wurde von Professor Helmut Walter entwickelt, von dem auch der Name für diesen Antrieb stammt. Professor Helmut Walter war ein deutscher Erfinder und Entwickler für modernen U-Boot-Bau. 1930 begann Walter seine Karriere bei den Germania-Werften in Kiel. Er begann dort seine Idee, einen Antrieb für U-Boote zu entwickeln, die luftunabhängig betrieben werden konnten und hohe Geschwindigkeiten erreichten. Der Wasserstoffantrieb war geboren. Das thermodynamische Antriebsverfahren. Mit diesem Antrieb erreichten U-Boote und Flugzeuge nie zuvor dagewesene Höchstgeschwindigkeiten. Professor Walter ist somit der Vater des ersten echten U-Bootes.
Werner von Braun war in enger Zusammenarbeit mit Walter. Von Braun trat an Walter heran, als er zufällig von seinen Erfolgen erfahren hatte. Im Jahre 1935 gründete Walter seine eigene Firma in Kiel, die den Namen Ingenieurbüro Helmut Walter trug. Walter bekam von der Kriegsmarine den Auftrag, U-Boote zu entwickeln und sie mit dem neuen Antrieb auszustatten. Walter beschäftigte sich fortan mit der hoheitlichen Aufgabe, eine Gasturbine zu entwickeln, die Wasserstoffperoxid als Brennstoff nutzen sollte. Wasserstoffperoxid trug den Sauerstoff für die Verbrennung bereits in sich und konnte so luftunabhängig arbeiten. Also ideale Voraussetzung für den Betrieb von echten Unterseebooten. Die bisherige Verwendung von Dieselmotoren, die Strom generierten und in den Akkumulatoren speicherten. Diese Akkumulatoren konnten aber nur wenig Strom speichern und ließen keine langen Tauchfahrten zu. Man nutzte Wasserstoffperoxid, der mithilfe eines Katalysators zu Heißdampf transformierte und anschließend über eine Turbine Strom erzeugte. Auch stellte Walter fest, dass die Form der U-Boote grundlegend verändert werden musste, um den Antrieb noch effizienter zu gestalten. Bisher waren U-Boote mehr oder weniger klobige Röhren, die man ein wenig stromlinienförmig verkleidet hat. Walter entwarf eine hydrodynamische Form. Diese Form erinnert mehr an einen Fisch als an ein U-Boot. Diese Form sollte sehr hohe Unterwassergeschwindigkeiten zulassen. Walter bekam die Genehmigung, ein Versuchs-U-Boot zu entwickeln. Dieses Boot trug die Bezeichnung V80. Diese von Grund auf neu entwickelten Boote besaßen bereits eine Turbine mit 2000 PS Leistung und sie wiesen die Neuform auf. 1940 erfolgte eine erste Vorführung, wo auch Karl Dönitz anwesend war. Bei der Unterwasserfahrt erreichte die V80 eine Geschwindigkeit von 28,1 Knoten, was etwa 52 km/h entspricht. Die seit Bestehen der Menschheitsgeschichte schnellste Unterwasserfahrt, die erst 1953 von dem US-amerikanischen U-Boot USS Albacore übertroffen wurde. Dieses Boot schaffte kurzzeitig 33 Knoten. Dönitz war von den U-Booten überzeugt und gab weitere größere U-Boote in Auftrag. Allerdings steckte diese Technologie in den Kinderschuhen, da Walter eine ganz neue Technologie entwickelt hat. Es wurde noch viel Zeit benötigt, um diese Technik auszureifen, um sie in einen großen U-Boot verbauen zu können. Aus diesen ersten Versuchen entstanden daraufhin die U-Boot-Typen 17, 18, 26 und weitere Typen, die außerhalb Deutschlands entwickelt worden sein sollen, aber auf dem gleichen Prinzip beruhen. Laut Aussagen von Zeitzeugen wurden die Pläne dieser neuen U-Boot-Typen mit Versorgungs-U-Booten unter strengster Geheimhaltung nach Neuschwabenland in die Antarktis verbracht. Dort waren die Wissenschaftler und Ingenieure von diesen U-Booten überzeugt und man beschloss den Bau auf dem Reichsgebiet. Anfangs wurden sie in der Ostsee getestet und wurden nach einigen Tests und Behebung diverser Komplikationen nach Neuschwabenland überführt. In Neuschwabenland wurden diese Boote genauestens begutachtet und getestet. Die technischen Eigenschaften dieser Boote waren so ausgezeichnet, dass man beschloss, eine Flotte in Dienst zu stellen, die dann Neuschwabenland von See aus schützen sollte. Neu entwickelte Waffensysteme zur Verteidigung und Angriff sollten diese Boote erhalten. Die Integration der Waffen wurde sorgfältig durchgeführt und man stellte schnell fest, dass einiges an diesen Booten verändert werden musste. Nach anfänglichen Fehlschlägen soll eines dieser Boote bei einem Test verloren gegangen sein. Alle Besatzungsmitglieder fanden den Tod. Nach einiger Zeit hatte man schnell eine zufriedenstellende Lösung gefunden und die neue Waffe war einsatzbereit. Aus der Schlacht im Atlantik und den daraus resultierenden Erkenntnissen in Hinsicht auf die zahlreichen Verluste von U-Booten durch Wasserbomben musste eine effektive Verteidigung gegen Zerstörer gefunden werden. Der erste Test erfolgte bereits im Jahre 1941 auf U-511. Auf U-511 wurde das Raketenwerfergestell Typ 41 montiert und es erfolgten Über- wie Unterwasserabschüsse. Diese Tests verliefen erfolgreich. Diese Methode, von U-Booten Raketen abzufeuern, wurde als kriegswichtig eingestuft und unter strengster Geheimhaltung weiter erforscht und entwickelt.
Im Jahre 1943 sollte man dann größere Raketen von U-Booten starten lassen, um gegen die USA vorzugehen. Zuerst sollte die V1, dann die V2 die Plattform stellen. Offiziell wurde diese Technologie nicht weiterentwickelt bzw. nicht beachtet, zumindest auf dem Gebiet des Dritten Reiches. Diese Taktik wurde häufig angewendet, um unter etwaigen Spionen Desinformation zu betreiben, da man wusste, dass sich in jedem Ministerium Spione befanden. Die Entwicklung wurde an die Alliierten gemeldet, doch auch die Einstellung oder zumindest Nicht-Fortführung des Projektes ebenfalls. Diese Technologie wurde laut unbestätigten Informationen nach Neuschwabenland verlegt und dort zur Serienreife weiterentwickelt. Diese kleinen Nahverteidigungsraketen erhielten eigene Transport- und Abschussbehälter. Diese Behälter waren Druckkörper, da die U-Boote in der Lage sein mussten, mit ihnen in großen Tiefen zu tauchen. Beispielsweise, um zu einem Hafen zu gelangen, der sich unter dem Eispanzer befindet. Diese Druckbehälter wurden in das U-Boot integriert. Sie wurden auf dem Achterdeck angeordnet. Diese Anordnung kennt man aus der Moderne. Die auf U-Booten befindlichen ballistischen und strategischen Nuklearraketen wurden zumeist auf Achtern der U-Boote montiert. Wenn sich das Boot mit feindlichen Schiffen in Konfrontation befand, wurde die Verteidigungsanlage aktiviert. Ab diesem Zeitpunkt reichte der Kontakt eines Sonars und die Raketen wurden automatisch zur Bekämpfung des Schiffes an der Oberfläche abgefeuert. Das größte Problem bestand darin, dass diese Systeme den Freund vom Feind nicht unterscheiden konnten und somit kam es bei den Versuchen zu Unfällen. Einige Schiffe wurden damit bekämpft und schwer beschädigt. Einmal abgeschossen, konnten diese kleinen Unterwasserraketen sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Sie erzeugten mittels eines Generators eine Blase aus einem Gas, der die gesamte Hülle umgab. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit war der Generator nicht mehr erforderlich, da die hohen Geschwindigkeiten sehr viel Reibung erzeugten, wodurch Hitze entsteht. Diese Hitze erzeugte dann genug Wasserdampf, dass die Gashülle dadurch genährt wird. Da diese Raketen sehr klein sind und durch das Raketentriebwerk schnell die nötige Geschwindigkeit erreichte, konnten die Generatoren sehr klein dimensioniert sein. Laut meinen Informationen beruhte dieser Generator auf Schaubergers Prinzip und Entwicklung. Da Victor Schauberger bereits auf einer Apparatur ein Patent hatte und das für Flugzeuge und U-Boote, ist diese Information als richtig zu werten. Die Raketen konnten sich sehr schnell durch das Medium Wasser bewegen. Und der Feind hatte keine Möglichkeit darauf zu reagieren. Es soll 2 Typen von Unterwassernahverteidigungsraketen entwickelt worden sein. Beide Entwicklungen waren so konzipiert, dass die Rakete eigenständig dem von dem Schiff abgegebenen Signal, der sogenannte Ping, und dem Empfang der Schallwelle, welches auf das U-Boot traf und zum Schiff zurückgeworfen wurde, die genaue Position errechnete und das Schiff bekämpfte. Die Rakete wurde automatisch bei dem Auftreffen eines Signals ausgelöst, raste auf die Position des Schiffes, welches das Signal ausgestoßen hatte, zu, durchbrach im Nahbereich des Schiffes die Wasseroberfläche und schlug dann in einem steilen Bogen von oben herab auf das Schiff ein und verursachte dort Schäden. Da Wasserbomben von Deck geworfen wurden und dort die Mannschaft stand und die Werfer bedient hatte, wurde in erster Linie die Mannschaft bekämpft. Das funktionierte recht effektiv, allerdings führte das aufgrund der geringen Größe der Raketen nicht zur Zerstörung des Schiffes. Das U-Boot musste aktiv werden, das Schiff anpeilen und ein Torpedo abfeuern. Dies geschah über ein Gerät, welches im Turm verbaut wurde. Die durch den Analogrechner ermittelten Daten wurden dann an einen Torpedo übermittelt, der daraufhin blind sein Ziel fand. Dieses Gerät nannte sich Nibelungengerät. Aber auch andere Geräte wurden verbaut. Das S-Gerät, Balkongerät, Gruppenhorchgerät und viel mehr. Doch alle Geräte arbeiteten durch das Aussenden von Signalen und Empfangen von reflektierten Wellen. Die Gefahr darin bestand, dass die eigene Zielordnung ebenfalls über das Aussenden eines Signals die noch aktiven oder im Wasser befindlichen Raketen irritierten und im schlimmsten Falle umleiteten. Sprich, ein neues Ziel wurde zugewiesen. Und das führte zur Zerstörung des eigenen Bootes. Die Wahrscheinlichkeit war gering, aber durchaus gegeben, wie Versuche zeigten. Eine Alternative wurde geschaffen. Die Ingenieure fanden heraus, dass der Schaden, den ein Torpedo an einem Schiff verursachte, größer war, wenn der Torpedo das Schiff nicht direkt in den Rumpf traf. Man experimentierte anhand von Wasserbomben. Wenn Wasserbomben über oder neben einem U-Boot detonieren,
entsteht zwar je nach Entfernung ein Schaden, aber eine direkte Zerstörung setzte nur ein, wenn die Bombe sehr nah am U-Boot detonierte. Wenn Wasserbomben aber unter einem U-Boot im Nahbereich umsetzten, setzte die umgehende Zerstörung ein und das Boot war verloren. Dieses Prinzip wurde für die Raketen angewendet. Sie folgten der Schallwelle des Sonars und detonierten unter dem Schiff, welches die Welle empfangen hatte. Das Schiff war dann in den allermeisten Fällen verloren oder so stark beschädigt, dass es aufgegeben werden musste. Die aktive Torpedierung durch das U-Boot war somit nicht mehr nötig und das U-Boot konnte unbemerkt entkommen und hatte sein Ziel vernichtet. Jegliche Angriffe mit Wasserbomben auf U-Boote waren somit nicht mehr möglich, solange das Verteidigungssystem aktiv war und funktionierte. Da diese Technologie noch in den Kinderschuhen steckte, war sie sehr störungsanfällig, was man später aber beheben konnte. Zu Anfangs war der Wirkungsradius sehr klein und das U-Boot durfte sich nur in geringer Tiefe befinden, ungefähr 50 Meter. Später erhöhte sich der Radius durch die weiterentwickelte Computertechnologie, die auf dem Computer von Zuse basierte, und auch die Tiefe wurde vergrößert. Die U-Boote hatten aktive Verteidigung gegen den Einsatz von Wasserbomben und brauchten sich nicht mehr auf ihre Tarnung verlassen. Diese Technologie, die auf dem Prinzip von Viktor Schauberger beruht, sollte auch auf größere Unterwasserfahrzeuge zur Anwendung kommen. Laut Informationen, die ich erhalten habe, ist es gelungen, große Raketen und U-Boote damit auszustatten. Die Unterwassergeschwindigkeit, die von diesen U-Booten und Raketen erreicht wurden, stellt alles bisher Bekannte in den Schatten. Die moderne Wissenschaft hat errechnet, dass Geschwindigkeiten von über 5000 km/h unter Wasser erreicht werden können. Dieses Verfahren nennt sich in der Physik Superkavitation. Die Superkavitation ist ein Fall von Kavitation, bei dem sich hinter einem sehr schnell von Flüssigkeit umströmten Körper durch den Verdrängungsimpuls der Druck so stark verringert, dass die Flüssigkeit ihrem Phasendiagramm folgend in die Dampfphase übergeht. Sollten wir hier der geheimen Entwicklung von Viktor Schauberger auf die Spur gekommen sein, sollte seine Erfindung eine Kombination aus mehreren Erfindungen zusammenschließen und sollte sich erst nach Zusammenfügung das Gerät als funktionstüchtig, beherrschbar und stabil erweisen? Es geht spannend weiter. Wir werfen einen weiteren Blick auf modernste und somit geheimste Technologien, die erst lange nach dem Krieg den Weg in die moderne Rüstung fanden. Schaltet auch demnächst wieder ein.